Che Guevara ist hier in Bolivien ein riesiger Vermarktungspunkt. Wir sind hier im Departamento Santa Cruz, wo er 1967 erschossen wurde. Man sieht überall Schilder, wo er nicht überall gewesen sein soll, aber ob er wirklich dort war, weiß man nicht. Die Leute wollen einem Geschichten erzählen, dass sie ihn kannten oder was er gesagt hat, aber man muss bedenken, das Ganze ist schon vor 55 Jahren passiert, also man weiß nie so genau, was wirklich die Wahrheit ist. Vielleicht wollen die Leute damit nur ihr Geld verdienen. There's a good question, good chance that he's not here, right? Womit sich die meisten Menschen aber ziemlich einig sind, ist, dass Che Guevara 1920 in Argentinien geboren wurde und 1967 in Bolivien erschossen. Er war der Anführer der Rebellenarmee in der kubanischen Revolution und wurde somit zur internationalen Symbolfigur. Was hat Che Guevara also in Bolivien gemacht? Er dachte, dass die geografische Lage von Bolivien im Zentrum von Südamerika sehr vorteilhaft wäre, um eine neue Revolution zu starten. Wir hatten ja eigentlich gar nicht vor, dass wir die Ruta del Che befahren. Man kommt aber fast nicht drum herum, wenn man mit dem Auto in Bolivien unterwegs ist. Deswegen möchte ich euch heute erzählen, was wir auf dieser Reise über ihn erfahren haben. Zum ersten Mal haben wir über Che Guevara gehört, als wir nach Samaipata kamen. Es war das erste Mal, dass wir auf 2500 Meter waren mit unserem Auto. Wir sind durch die Anden gefahren, es war neblig, es gab einen steilen Abgrund neben uns, es war wie im Film. So, gerade auf 2510 Metern. Ich spüre es schon ein bisschen im Kopf. Ich trinke die ganze Zeit Tee mit diesen Mate Coca Leaves. Soll helfen. Die Aussicht ist sicher wunderschön, man sieht aber nichts, weil alles voll Nebel ist. Oh, foggy. Aber es scheint voll steil. Voll steil. Otherwise we would know how far the car would fall down the cliffs if we drive off. Right, you seem weird. Are you dizzy? No, it's all good. Super funny shit. Nach unserer stundenlangen Fahrt durch die Anden sind wir endlich auf 2500 Metern in Samaipata angekommen. Und was wir dort erfahren haben, war, dass Samaipata die einzige Stadt war, die von Che und seinen Gruppen wirklich eingenommen wurde. Und zwar nur für ein paar Stunden. Es war nämlich so, dass Che Guevara an Asthma gelitten hat, schon seit Kindesalter an, und sie haben die Stadt eingenommen, um nach Medizin zu suchen, weil er sonst nicht lange überleben hätte können. Paul hinkt noch immer ein bisschen. Ja, ganz interessant. Diese Häuser da. Fragt man sich, was da passiert ist. Was man leider immer wieder sieht, ist, dass die Leute hier so viel Müll wegschmeißen. You're breaking the hill. Wir sind also die Ruta del Che weitergefahren und haben immer wieder Schilder gesehen, Leute getroffen, und wir waren uns wirklich nie sicher, ob die Menschen so aufgeregt waren und sich so gefreut haben, dass Che Guevara in Bolivien war oder dass Bolivien ihn erschossen hat. Wir sind dann in die nächste Stadt gekommen, nach La Higuera. Das ist der Ort, an dem Che erschossen wurde. Und als wir angekommen sind,
ist uns das Ganze ein bisschen unheimlich vorgekommen. Es war neblig, es war verlassen. Man hat ein paar Hunde, ein paar Hühner gesehen, ein paar Menschen, die uns mit Essen anlocken wollten. Mir war das Ganze ein bisschen zu ungeheuer. Winter is here. Ja, kalt ist. Aber das wollen wir uns jetzt anschauen. Wo sind wir? At the death place of Che Guevara. Wow. I thought there would be like some salespeople coming in. Should I like tribute it with a hat or something? So that it doesn't. Getting like ready. A blonde-haired Che Guevara. Der Ort La Higuera war uns nicht so ganz geheuer. Wir haben kaum Menschen gesehen, alles schien wirklich sehr heruntergekommen und wir waren ja nur dort, weil wir dieses eine Haus sehen wollten, La Casa del Telegrafista, das uns von einem bekannten Journalisten empfohlen wurde. Wir sind jetzt vor diesem Haus gestanden, es wäre unsere Unterkunft gewesen, aber es war niemand zu Hause. Wir konnten niemanden erreichen und wir haben schon langsam Sorge bekommen, wo wir an diesem Tag übernachten werden, weil wir waren stundenlang entfernt von einem weiteren Ort, wo wir sonst schlafen hätten können. Eher wenig los hier. Okay, so. I mean, there's a good question, good chance that he's not here, right? Right. Schlussendlich hat uns zum Glück jemand aufgemacht. Dieses Casa del Telegrafista wird von 2 Franzosen betrieben. Es ist sehr simpel, aber es ist sehr nett. Auf jeden Fall verglichen zum Rest des Ortes. Und wir haben wirklich sehr gutes Essen dort bekommen. Es war auch das erste Mal, dass wir in einem Lehmhaus übernachtet haben. Das Lehmhaus hatte zwar keinen Strom, aber es hat irgendwie zum Feeling des Ortes beigetragen. Wir sind hier oben ganz versteckt. Hinter uns die Berge. Guten Morgen aus La Higuera in Bolivien. Hier hinten sieht man unser Haus, wo wir letzte Nacht verbracht haben. Es war die erste Nacht in einem Lehmhaus. Und dafür, dass es eigentlich jeden Tag nur zwischen 10 und 15 Grad hat, war es im Haus eigentlich sehr warm. Jetzt ist gerade sonnig, man merkt es gar nicht so, es sind 14 Grad, aber abends wird es draußen ganz schön kalt. Die Beschaffenheit von diesem Haus ist ganz interessant, wenn man sich das genauer anschaut. Was ist jetzt an diesem Ort La Higuera so interessant? Das Casa del Telegrafista wurde von Che und seinen Gruppen eingenommen. Dort haben sie Telegramme gefunden, wo sie erfahren haben, dass die Regierung bereits wusste, dass er und seine Truppen sich in dieser Gegend aufhielten. Sie haben dann versucht zu fliehen, sie wurden aber gefangen genommen, seine Leutnants, seine Guerillakämpfer wurden verwundet und das war der letzte Tag, den er sich in La Higuera aufgehalten hat. Die Telegrafistin war auch die Lehrerin des Ortes. Das heißt, sie hatte einen Schlüssel für die Schule und in einem der Schulräume hat Che Guevara seine letzte Nacht verbracht. Heute ist diese Schule ein Museum. Man kann es besuchen. Wir haben es nur von außen sehen können. Angeblich das einzig Originale an diesem Museum ist die hölzerne Schultüre,
Der Rest ist eine Rekonstruktion. Der letzte Ort, der auf der Ruta del Che gelegen ist, war Valle Grande. Das ist der Ort, in dem Che Guevara begraben wurde. Er wurde mit dem Helikopter dorthin transportiert und er wurde in der Lavanderia, in der Wäscherei, aufgebahrt und für die Presse bereit gemacht, wo sie ihn identifiziert haben. Ansonsten in Valle Grande kann man auf den Hügel raufgehen. Wir haben eine schöne Aussicht gehabt. Ansonsten, was gibt es noch? Ein Kulturzentrum, wo man mehr über Che Guevara erfahren kann. Das kann man aber nur besuchen, wenn man eine Führung gebucht hat. Das haben wir nicht. Wir haben den Ort nur von nebenan, von einem Friedhof, hatten wir ein bisschen einen Einblick durch den Zaun, wo wir etwas sehen konnten. Ja, auch wenn wir nicht wirklich vorhatten, uns die Ruta del Che anzusehen, kommt man fast nicht drum herum, wenn man mit dem Auto durch Bolivien unterwegs ist. Ich hoffe, dir hat meine eher historische Folge heute gefallen. Wenn du gerne mehr über andere Dinge in Bolivien erfahren möchtest, lass es mich wissen. Wir haben viel mehr besucht, als ich in meine Videos verpacke. Und wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, weißt du, dass unsere Reise nicht in Bolivien zu Ende ist, sondern dass es für uns nach Peru weitergeht. Ich freue mich über einen Kommentar von dir oder lass mir ein Abo da, wenn du mir eine Freude machen möchtest. Ich freue mich auf dich in meinem nächsten Video. I guess that was good use.